Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wird es richtig spannend, denn wir tauchen ein in die aufregende Welt der Low-Code-Entwicklungsplattformen. Ich bin Alexei und ich habe in mehr als einem Dutzend Low-Code-Plattformen praktische Erfahrungen gesammelt. Eine einzigartige Perspektive, die ich heute mit euch teilen möchte. Von konkreten Use Cases, angefangen bei Business Analysten bis hin zu Entwicklern und Architekten, ich habe sie alle durchgespielt. Lasst uns ohne weiteres Geplänkel direkt in die verschiedenen Kategorien eintauchen. Tauchen wir nun ein in die erste Kategorie, No-Code-Plattformen. Hier steht die Welt der App-Entwicklung ohne tiefgehende Programmierkenntnisse im Fokus. Diese Plattformen bieten eine großartige Spielwiese für Citizen-Developer, also für diejenigen, die vielleicht keine Hardcore-Programmierer sind, aber dennoch kreative Apps gestalten wollen. Die Idee hier ist, dass du praktisch einen vorgefertigten Baukasten hast, mit dem du deine Anwendungen ganz einfach zusammenklicken kannst. Das ist ideal für Fachabteilungen und Citizen Developer, die schnell ersten Erfolge feiern möchten. Aber, und das ist wichtig, wie bei jedem Abenteuer gibt es auch hier ein kleines Risiko. Die metaphorische Wand, auf die du stoßen könntest, wenn deine Ideen komplexer werden. Diese Plattformen sind fantastisch, um coole mobile Apps und Ideen auszuprobieren, ohne gleich tief in den Code einzutauchen. Gute Beispiele dafür sind Airtable, AppSheet oder Bubble. Während No-Code-Plattformen ideal sind, um schnell und einfach Anwendungen zu entwickeln, bieten die nächsten Kategorien zusätzliche Flexibilität für komplexere Anforderungen. In diesen Kategorien findet ihr Plattformen, die erweiterte Anpassungen durch Code ermöglichen, was besonders nützlich ist, wenn eure Projekte über die Grundfunktionalität hinausgeht. Lasst uns nun einen Blick auf diese erweiterte Kategorien werfen, die sowohl die Einfachheit des No-Code als auch die erweiterten Möglichkeiten des Low-Code bieten. Weiter geht's mit der zweiten Kategorie, Low-Code für Entwickler. Diese Plattformen sind das Traum der IT-Abteilungen und erfordern ein tieferes Eintauchen in den Code. Hier finden Sie oft Modellierungsfahrzeuge für Prozesse, die ohne umfangreichen Code auskommen, sowie vorgefertigte Formulare. Du könntest dir das vorstellen wie einen Baukasten mit bereits fertigen Bausteinen für Prozesse und Formulare. Das ist großartig, wenn du komplexe Business-Logiken abbilden möchtest. Es ist sozusagen wie der Lego für Entwickler. Aber Achtung, willst du deine App durch spezielle UI-Elemente oder komplexe Nutzerinteraktionen erweitern, kommst du um handgeschriebenen Code nicht herum. Das macht diese Plattformen perfekt für anspruchsvollere Projekte, bei denen trotzdem noch ein Rahmen vorgegeben ist. Beispiele für solche Plattformen sind Camunda, Flowable oder auch umfangreiche Power Apps Anwendungen. Sie sind ideal, um selbst komplexe Business-Logiken darzustellen, bieten aber gleichzeitig eine Struktur, die dir einiges an Grundarbeit abnimmt. Nun wenden wir uns der dritten Kategorie zu, Low-Code für Business. Diese Plattformen sind darauf ausgerichtet, Citizen-Developern so viel Autonomie wie möglich zu geben. Hier wird die Komplexität hinter vereinfachten Begriffen und Benutzeroberflächen verborgen. Das Technische wird sozusagen unter einer Schicht der Einfachheit versteckt. Das Ziel dieser Plattformen ist es, den Nutzern das Gefühl zu geben, dass sie alles selbst in der Hand haben, ohne von technischen Herausforderungen überfordert zu werden. So können Citizen Developer eine breite Palette an Funktionen konfigurieren, ohne sich im Dschungel der technischen Möglichkeiten zu verirren. Beispiele für solche Plattformen sind Nintex, AgilePoint und einfachere Power Apps Applikationen. Sie sind ideal für diejenigen, die ohne tiefgehendes technisches Wissen dennoch wirkungsvolle und funktionelle Anwendungen entwickeln möchten. Eine Anekdote aus meiner Erfahrung. Bei einem meiner Projekte konnte ich mit einer dieser Plattformen ein bereits gescheitertes Projekt retten. Der Kunde hatte mehrere Jahre gearbeitet und nach all dieser Zeit standen nicht einmal die Anforderungen fest, geschweige denn, dass keine einzige Zeile Code geschrieben war. Ich schlug vor, auf dieser Low-Code-Plattform durch iteratives Prototyping zu arbeiten. So konnten wir die Anforderungen präzise definieren und die Synergien zwischen Agilität und Low-Code perfekt nutzen. Nach nur 9 Monaten ging das Projekt erfolgreich live. Ein eindrucksvoller Beweis für die Macht und Flexibilität von Low-Code im Businessbereich. In dieser Kategorie liegt der Fokus also auf Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit, damit jeder, unabhängig von seinem technischen Hintergrund, Teil der App-Entwicklung sein kann. Diese Low-Code-Lösungen sind wie ein Mittelweg zwischen No-Code und den tieferen Code-Anforderungen der Entwicklerplattformen. Ein wahrer Spielplatz für kreative Köpfe in der Businesswelt. Jetzt kommen wir zur vierten Kategorie, Produkte mit Low-Code. Hier reden wir über Plattformen wie Salesforce, ServiceNow oder Pega. Bei diesen Plattformen ist der eigentliche Star das Produkt selbst und nicht unbedingt die Low-Code-Funktionalität.
Kunden entscheiden sich für diese Produkte wegen ihrer starken Kernfunktionalitäten und nicht primär wegen der Low-Code-Aspekte. Die Investitionen der Hersteller fließen überwiegend in die Entwicklung und Verbesserung des Produkts und weniger in die Erweiterung der Low-Code-Möglichkeiten. Low-Code ist hier eher ein Mittel zum Zweck, eine Möglichkeit, das Produkt an spezifische Anforderungen anzupassen, ohne dabei den Fokus auf das Kernprodukt zu verlieren. In dieser Kategorie ist die Lernkurve anders strukturiert. Zunächst muss man das Produkt selbst verstehen und beherrschen. Erst danach kann man sich den Gestaltungsmöglichkeiten durch die Low-Code-Elemente widmen. Diese Plattformen sind also perfekt für diejenigen, die ein starkes und ausgereiftes Produkt suchen und die zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten durch Low-Code als Bonus sehen. Kurz gesagt, bei den Plattformen geht es darum, das Beste aus einem bereits starken Produkt herauszuholen, indem man die Low-Code-Möglichkeiten als ergänzendes Werkzeug nutzt. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die 5. und letzte Kategorie, Enterprise Low-Code. In dieser Kategorie finden wir Plattformen wie Mendix und OutSystems, die den höchsten Reifegrad im Low-Code-Bereich aufweisen. Diese Plattformen bieten Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten, die mit klassischer Programmierung in Sprachen wie Java oder C# vergleichbar sind. Das Besondere an diesen Enterprise Low-Code-Plattformen ist ihre Fokussierung auf die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Business und IT. Sie sind darauf ausgerichtet, komplexeste geschäftskritische Anwendungen zu entwickeln, ohne dabei Kompromisse bei der Flexibilität oder Leistungsfähigkeit einzugehen. Diese Plattformen bieten ein umfangreiches Spektrum an Features, die für Unternehmen von großer Bedeutung sind. Dazu gehören verschiedene Installationsmöglichkeiten sowohl on-prem als auch in der Cloud, sowie umfangreiche Logging, Caching und Tracking-Mechanismen. Darüber hinaus unterstützen sie vielfältige DevOps-Prozesse und bieten Governance-Werkzeuge, um ein optimales Center of Excellence aufzubauen. Kurzum, die Plattformen ermöglichen es Unternehmen, geschäftskritische Anwendungen zu erstellen, die in keiner Weise eingeschränkt sind. Sie repräsentieren die Spitze der Low-Code-Entwicklung, indem sie umfassende Funktionalitäten mit der Einfachheit und Geschwindigkeit von Low-Code kombinieren. Ich hoffe, diese Tour durch die Welt der Low-Code-Entwicklungsplattformen hat euch interessante Einblicke verschafft. Aus meiner Erfahrung in jeder der besprochenen Kategorien sind die Unterschiede zwischen ihnen sehr vielfältig und können besonders für Entwickler entscheidend sein. Allerdings können die meisten Plattformen für Endnutzer einen fast identischen Look and Feel präsentieren. Wenn ihr mehr über die konkreten Unterschiede zwischen bestimmten Plattformen erfahren möchtet, sei es in Bezug auf Funktionen, Flexibilität oder Benutzerfreundlichkeit, dann lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Eure Fragen und Anregungen sind mir wichtig und ich freue mich darauf, eure Interesse direkt aufzugreifen. Denkt daran, dass dieses Wissen nicht nur mir, sondern der gesamten Community helfen kann. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche Inhalte sehen möchtet, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Das unterstützt mich enorm und sorgt dafür, dass ihr keine weiteren spannenden Videos verpasst. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.